Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, Strider hat mir mal wieder die monatlichen besten Listen zukommen lassen. Ne? Da ist ja der Strider immer sehr, sehr schnell. Vielen lieben Dank auch nochmal an der Stelle. Das interessiert ja auch immer nochmal den einen oder anderen. Und genau, die internationale Ehrenhalle ist ja nicht gleich die internationale Ehrenhalle. Ich glaube, wir hatten das letzten Monat auch ausgesetzt. Stimmt, ich glaube, da war, ich weiß nicht, ob da wie 50 oder Leggy Dungeon. Auf jeden Fall hatte ich da eine Menge zu tun gehabt, videotechnisch. Und da haben wir die mal ausgesetzt. Deswegen ist es jetzt nach 2 Monaten quasi, was sich da jetzt so getan hat. Und genau, ich glaube sogar 3 Monate, wenn ich mich nicht täusche. Davor kamen, glaube ich, die legendären Edelsteine. Und dort hat Strider keine Liste gemacht, weil die legendären Edelsteine alles durcheinander gewirbelt haben. Es ist, glaube ich, schon 3 Monate. Alter, was? So lange schon her wieder? Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die internationale Ehrenhalle ist ja nicht gleich die internationale Ehrenhalle. Ne? Es gibt natürlich Leute, die sind hier sichtbar, aber es gibt auch Leute, die sind genauso gut wie die Top 31 Spieler hier, sind aber gar nicht hier in der internationalen Ehrenhalle vertreten. Einfach aus dem Grund, weil vielleicht 2 gute Leute, beide, auf einem Server sind und immer Platz 1 und Platz 2 dann entscheidet, so wer denn heute wieder in die IHOF, ne, International Hall of Fame kommt. Ne, so ist es ja eben, der um 18 Uhr, ne, so ist es jetzt bei der deutschen Zeit oder ich glaube generell jetzt hier so, wer 18 Uhr auf seinem Server auf Platz 1 ist, kommt in die internationale Ehrenhalle. Wenn ich jetzt aber Sir Webster und Teufel jetzt zum Beispiel vergleiche, sind die, ja, beide, würde ich mal sagen, gleich stark. Deswegen ist es immer random, wer halt gerade oben steht und der Sir Webster ist halt nicht weniger schlecht dadurch und könnte sogar mit jemandem mithalten, der vielleicht, ja, in der internationalen Ehrenhalle schlechter ist als er. Deswegen hat sich Strider zur Aufgabe gemacht, die wahre internationale Ehrenhalle rauszufiltern und die möchte ich euch jetzt zeigen. Er hatte ein paar Unterkategorien gemacht. Er hat das Ganze unterteilt in verschiedene, ja, in verschiedene Sektionen. Wir fangen einmal an mit den Top 20 der höchsten Spieler von den Top 100. Das ist dann nochmal eine eigene quasi Ehrenhalle sozusagen. Ne? Und da haben wir jetzt diese internationale oder diese Liste hier am Start von den höchsten Spielern im Spiel. So, die aber auch in der Ehrenhalle ist. Ne? Also wir sehen hier zum Beispiel einen Dr. Darm, sehen wir hier nicht. Der ist ja, glaube ich, Stufe, ich weiß gar nicht, welche Stufe der jetzt mittlerweile ist. Auf jeden Fall ist das der höchste Spieler, den sehen wir aber hier drinnen nicht vertreten, weil er es halt nicht schafft in die International Hall of Fame, weil er halt ein XP-Spieler ist und kein Goldspieler. So, ne? Deswegen stat-technisch natürlich sehr weit unterliegen. So, ne? Und ja, genau, deswegen haben wir hier einmal nach Leveln. Jetzt kommen wir hier zur nächsten Liste und zwar die Liste ist schon ein bisschen interessanter vielleicht für den einen oder anderen und das zeigt die höchste Hauptnebenattribut Skillung an in den Top 100. Wer hier also quasi die höchsten Main- und Second-Attribute hat, ne? Also halt das Main-Attribut ist halt als Main da gegeben, weil ja jede Klasse hat ja ein anderes Main-Attribut, aber Ausdauer oder Constitution, ne, hat ja jeder als zweites Attribut. Und da sehen wir einmal hier diese Ehrenhalle. Ja, hier auch noch relativ interessant. Wir sehen zum Beispiel der Ignil, der war jetzt bei den anderen Listen relativ weit oben. Grüße gehen raus nochmal, ne, an der Stelle. Beim Level ist er ja zum Beispiel hier auf Platz 5 und hier jetzt momentan gerade ist er auch auf Platz 6. So, ne? Aber wir sehen zum Beispiel, dass equipment-technisch der Ignil hier ein bisschen vielleicht was nachzuholen hat. Ne? Und deswegen nicht Equipment-technisch, das kommt als nächstes, sondern Main-Con ist technisch, ne? Aber der Ignil natürlich auch einer der höchsten Spieler weltweit, geht natürlich auch oder ist längste Zeit auf Erfahrung gegangen und natürlich für ihn auch schwierig, denn aufzuschließen, wenn es halt Leute gibt, die halt mehr auf Gold gehen oder früher auf Gold gegangen sind. So, ne? Jetzt habe ich ein bisschen vorhergegriffen, denn als nächstes haben wir einmal die 20 Spieler mit den
dazugehörigen besten Equipment noch dazu und quasi alles drum und dran. Also hier haben wir ja viele Leute mit sehr vielen interessanten Sachen auf jeden Fall. Hier sehen wir zum Beispiel einmal die zusammengesetzte Ehre, dann haben wir die Basis-Stats so von allen einzelnen, ne? Also Main und Con zusammengezählt. Ergibt dann hier die Gesamtsumme momentan gerade. Und das ist jetzt aber von den höchsten 100 Spielern, also jetzt nicht direkt von den Top 20 Leuten, so wie ich das hier gelesen habe. Ja, dann haben wir einmal die Total Stats, dann haben wir die Ratios, wie die Leute geskillt sind, ne? Also auch sehr interessant hier auf jeden Fall. Wir sehen hier als Krieger 50-50 Skillung ist schon mit am beliebtesten, sag ich mal so, ne? Und die Range der Waffe, glaube ich, ist das. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich sehe bei diesen ganzen Dingen auch nicht so wirklich durch, muss ich sagen. Ich befasse mich mit den SF-Tools nicht wirklich so dermaßen. Ich finde es aber interessant, immer mal so die ganzen Statistiken hier zu sehen. Ja, so sieht das Ganze aus. Was mich wundert, ist, dass hier der Synth so weit unten ist. Das verwundert mich tatsächlich so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, womit das genau was zu tun hat, womit das zusammenhängt. Aber wir sehen hier, dass er ja der Spieler ist, der hier immer auf Platz 1 überall steht, so. Dass es einer der Spieler ist, der hier wirklich die höchsten im höchsten Ehrenbereich ist so und auch von den Stat-Punkten her, wenn man das jetzt mal vergleicht, ich weiß nicht, ob das geordnet ist auch überhaupt, sieht man hier natürlich, ne, die Zusammenrechnung der Basispunkte ist natürlich der Scythe natürlich hier ganz weit oben. Ne? Also hier auch ziemlich interessant. Hier sehen wir auch, er hat hier fast eine 60-40-Skillung auch als Magier. Kann man auf jeden Fall machen. Ne? Und genau, dann hat der Strider die ganzen auch nochmal in einem kleinen Turniersystem hier zusammengewürfelt. Das sind einmal die Top 31 im Modus alle gegen alle sozusagen. Wer jetzt hier quasi gewinnt, wie die Gewinnchancen sind und so weiter und so fort. Ne? Das nochmal hier zum Zeigen. Ne? Also es interessiert da, denke ich mal, immer einige und der Strider lässt mir das immer netterweise zukommen. Und hier haben wir einmal in Tournament-Modus, also mit Ausscheiden mehr oder weniger, versteht sich das, glaube ich. Und da ist hier, sehen wir auch den Scythe hier ganz oben auf jeden Fall mit dabei. Ne? Furaken ist hier auf Platz 2, Viper auf Platz 3 und dann kommt auch schon der Strider hier auf Platz 4. Und der Igneel hat hier im Tournament-Modus relativ gut abgeschnitten, tatsächlich. Dafür, dass er so doll auf Erfahrung spielt, ist er hier ja doch ganz gut mit dabei, würde ich mal sagen. Und zum Schluss haben wir noch eine kleine Statistik, ja, wie sich wie sich quasi die verschiedenen Klassen in den Top 100 zusammensetzt. So, also wie viele Klassen oder wie viel prozentual gesehen oder spielt wer welche Klasse so. Ne? Und man sieht, dass am meisten tatsächlich die Magier gespielt werden, ne? Oder Magier in der internationalen Ehrenhalle sind in den Top 100, dann Krieger und dann kommen die Kundschafter, ne, mit den dazugehörigen Prozentzahlen noch dazu. Ja, ich denke mal, das war wieder sehr, ist auf jeden Fall sehr interessant und bietet auf jeden Fall einen kleinen Einblick auch hinter die internationale Ehrenhalle, die wir hier auch kennen. Ne? Und zeigt nochmal so ein paar andere Facetten auf jeden Fall. Jo, gut. Ich denke mal, das soll es aber auch für das heutige Video soweit dazu gewesen sein. Kleines Update wollte ich euch mal wieder bringen. Ist ja jetzt schon tatsächlich wieder 3 Monate her. Kommt eigentlich immer zum Monatsanfang, ne? Aber ja, dadurch, dass so viel die letzte Zeit passiert ist, haben wir das einfach mal so, einfach mal so durch mal ausgelassen. Ne? Alles klar. Gut, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.